Kinder, ist das ein Vergnügen, sich den Körper zu verbiegen. Jeder sagt, das sei gesund. Ich hoffe, dass man ihn nicht vergisst, weil ich einfach sage, er hat so viele gute Sachen geschrieben und man sollte auch mal seine Gedichte alle durchlesen, um zu wissen, wie klug er war. Das Leben ist ein Fußballspiel, wenn ich ehrlich bin. Von meiner Frau kriege ich einen Anpfiff. Beim Geschirrspülen darf ich nicht abseits stehen, sonst kriege ich eine Verbannung. Wenn die Schwiegermutter kommt, mache ich einen Fallrückzieher. Der Obercoolste war er nicht. Er war ja kein Schönling und er war auch sehr klein. Das spricht ja nicht in erster Linie dafür, dass da jetzt die große Fernsehkarriere kommt. Heinz Schenk moderierte 134 Mal zum Blauen Bock. Legendär. Zum Blauen Bock war Gala genauso wie Fastnachtssitzung, verlegt in eine Frankfurter Apfelweinkneipe. Jede Sendung aus einer anderen Dorfhalle. Heinz Schenk spielte den Schankwirt für sein begeistert klatschendes Publikum und oft internationale Gäste wie Mireille Mathieu. Sie sah als Mädchen mit 7 zum ersten Mal diese Steine. Heinz Schenk und der Blaue Bock waren eine unglaubliche 21-jährige Erfolgsgeschichte. Ein bisschen Spaß muss sein, dann ist die Welt voll Sonnenschein. Oft habe ich ihn eingeladen. Entweder hat er Film gespielt, oder er war in Amerika, war auf Tournee, Tschejade oder Musical. Nie hat er Zeit gehabt. Heute hat er Zeit und kommt zu uns. Freddy! Auf der Nacht um 1. Aber jetzt, ob du Mädel hast oder hast keins, amüsierst du dich, jawohl, denn das findet sich auf der Reeperbahn nachts um 1:30. Wer noch niemals in Lauschiger. Man hat die Traditionen gepflegt, so, ne? Und diese Traditionen, die waren aber auch, die waren nichts Böses mehr. Die waren keine nationalsozialistischen Traditionen. Die waren irgendwie, das waren die guten Traditionen. Doppelt gemoppelt, mit einem bisschen Mut. Das war im Leben immer schon für uns alle hier sehr gut. Das waren ja wahnsinnig große Zuschauerzahlen. Der hat ja 20 Millionen Menschen erreicht zum Teil. Und das ist ja etwas, was man erstmal schaffen muss mit so einem hessischen Background, ne? Aber er hat es geschafft, glaube ich, weil es eben ein bestimmtes Bild weitergetragen hat, nämlich dieses Bild der heilen Welt. Warum ist der Mann, der Millionen begeisterte, fast vergessen? Was waren das für Leute? Er und seine Gerti, die er stets vor der Öffentlichkeit abschirmte. Kinder hatte Heinz Schenk nicht, aber eine Art Ziehtochter. Margit Sponheimer, mit der er oft auf der Bühne stand, begleitete ihn bis zum Tod. Er war streng, was die Arbeit betrifft. Da hat er auch nichts durchgehen lassen. Er selbst war so penibel, er hat dann während der Pausen hinter der Bühne, hat er da gestanden. Da sagt Heinz, setz dich doch. Das kann man nicht. Da verknuddelt mein Anzug. Ja, in Michelstadt im Odenwald, da lebt sich's wunderschön. Großkrotzenburg in Hessenland ist vielen Leuten unbekannt. Geradezu kultig. Die Vorfilme, in denen Heinz Schenk jedes Mal die gastgebende Stadt besang, bevor die eigentliche Show begann. Kennen Sie nicht die schöne Stadt, die viele alte Bauten hat? Letzten Endes hat er ja alle Texte vom Blauen Bock, alles selbst geschrieben. Die Lieder selbst geschrieben, die Ideen gehabt, wer kommt in den Blauen Bock. Er war ein Sprudel, das war immer nur machen wir. Gibt's Äppelwein bei Ihnen in Bulgarien? Ja. Wie heißt der auf Bulgarisch? Jabolkovo Vino. Ja, so schmeckt er auch. Anfang der 1950er nannte sich Schenk selbst noch Vortragskünstler. Er und sein Freund Werner Wörle waren in Wiesbaden stadtbekannte Conferenciers. So nannten sich die Moderatoren damals, die selbst singen, parodieren und Witze erzählen und humorvoll den Trubel auf der Showbühne ordnen. Die haben durch das Programm geführt, haben zum Beispiel Geschichten erzählt oder Witze erzählt, die Bezug hatten zur nächsten Nummer, wo die Leute eingestimmt haben. Und sie brachten damit auch Ordnung und künstlerischen Glanz in die Sitzungen des Wiesbadener Karnevals.
Der stand bis dahin im Schatten der Fastnachtshochburg Mainz. Ja, im Karneval, ja, im Karneval will man jemand anders sein. Wann fing es an, dass Heinz Schenk in Rollen schlüpfte? Und warum? Was war das für eine Kindheit im Mainz der 20er Jahre? Seinen Vater hat er selten zu Gesicht bekommen. Die Mutter gab ihn früh und oft bei der Großmutter ab. Ich habe Erinnerungen, sehr schöne, aber auch manche, die ich übersehen möchte. Jahrgang 1924. Bei der Machtergreifung 1933 war Schenk gerade mal 8. Mit 15 begann er eine Ausbildung als Artist und wurde 2 Jahre später als Funker in den Krieg eingezogen. Politisch habe ich das gar nicht erfasst. Die Älteren sind alle mitmarschiert, jeder im Haus hat eine Uniform angehabt und eine Parteiabzeichen. Und dann ging das Heil Hitler, Heil Hitler. Er kommt in eine Sondereinheit, die sich der Bühnenkunst widmet. Von einer Theaterproduktion weg wird er eingezogen und muss in den Krieg. Die längste Zeit übersteht er als fahrender Bote und als Funker. Offenbar hält ein Vorgesetzter seine Hand über ihn. Heinz Schenk, der dann im zerstörten Nachkriegsdeutschland seine Karriere startet, er hatte nicht nur Glück, er hatte es auch dringend nötig. Der Pfarrer Becher, der hat sogar an meinem Ahnenpass etwas nachgeholfen, weil ich eine jüdische Großmutter hatte. Wie ein roter Faden zieht sich Dankbarkeit auch durch Schenks Berufsleben. Auch gilt von mir ein Dankeschön, Sie werden es verstehen, an jene, die beteiligt sind, die Sie jedoch nie sehen, die hinter den Kulissen stehst, für diese Schau bereit. Mit Ihnen hier der nächste Schluck auf eine schöne Zeit. Und da habe ich so viel gelernt von ihm, wie man einfach auch Achtung vor dem Publikum haben muss. Und einmal hat er gesagt, wenn weniger Leute da sind, müssen wir mehr machen, denn die müssen wir belohnen. Wird auch heute Abend dies Lokal geschlossen. Blau hieß der Bock übrigens in Anspielung auf den dort üblichen Alkoholgenuss. Schenk hatte die Sendung 21 Jahre lang moderiert. 134 Mal. 1984 kürten die Rottgau Monotones ihn quasi zum hessischen Kulturbotschafter. Unser David Bowie heißt Heinz Schenk. Witzigkeit kennt keine Grenze. 1993 inszeniert Harpe Kerkeling im Kinofilm Kein Pardon Heinz Schenk gegen den Strich. Als Unterhaltungsmogul, als Unsympath mit Anrecht auf pompöse Showtreppe. Man merkt, die Rolle steht ihm nicht, aber er macht mit und setzt sich damit ein selbstironisches Denkmal. Also für mich ist er beispielsweise unsterblich geworden über Kein Pardon, über diesen Film, den ich, glaube ich, immer mit mir rumtragen werde und den ich auch immer wieder schauen werde, einmal im Jahr. Also es vergeht kein Jahr, wo wir nicht mit der ganzen Familie Kein Pardon gucken. Witzigkeit kennt keine Grenzen, Witzigkeit kennt kein Pardon. Und wer witzig ist, der hat gute Lache und darum geht's in diesem Song. Auch in 20 Jahren werde ich vermutlich immer noch an der Heinz Wäscher denken. Wer sagt, das lustige Glückshäschen? Ich habe kein Kugident nicht bestellt, ihr seid doch vom Spiegel, ihr seid doch vom Spiegel. Also diese ganzen Sprüche, die haben sich bei mir auf immer und ewig eingebrannt. Hier ist dein Gebissreiniger. Und dafür bekomme ich noch 65 Mark! Er hat seine Arbeit gemacht und war privat sehr zurückgezogen. Ja, er wollte den Abstand haben von dem ganzen Rambazamba. Frau Schenk, Sie wollten ja gar nicht mit ins Bild, ne? Nein, wollte sie nicht. Nee, jetzt sind Sie aber im Bild. Ja, das will sie auch nicht. Sie will Nee. auch nichts sagen. Gell? Nee, wollen Sie nicht sagen. Nein, sie will nichts sagen. Ja. Ja. Also, was wollte er denn machen? Ja, man kann ja sagen, eigentlich laden Sie keine Teams ein. Und Nein, keine, nein. Wir sind also eine Ausnahme, vielen Dank, Ja. dass wir überhaupt mal... Was ans Private geht, sagen wir es mal so, da war Sendepause. Die Gerti war sein Ein und Alles, ja, und hat ein gutes Leben geführt und es war für alles gesorgt und sie war fürs Haus zuständig und für sein Wohlbefinden. Aber so in der Art, wie wir leben, leben wir schon ganz schön. Finde ich auch. Doch für Heinz Schenk war es der Untergang, dass Gerti sich langsam abschaltete. Stück für Stück verließ ihn die Frau fürs Leben. Wurde erst schwerhörig,
dann dement. Als sie dann verstarb und die Beerdigung war, dann lag er in seinem Bett. Da sagte ich, Heinz, du musst jetzt auf die Beerdigung. Da hat er sich geweigert zu gehen. Da ist er nicht mehr aufgestanden. Das war dann für ihn ab dem Tag, wo die Gerti gestorben ist, war für ihn das jetzt klar. Er steht nicht mehr auf. Es ist alles nur geliehen, hier auf dieser schönen Welt. Es ist alles nur geliehen, aller Reichtum, alles Geld. Es ist alles nur geliehen, jede Stunde voller Glück. Musst du eines Tages gehen, lässt du alles hier zurück.